So, das macht schon mal, also ich sehe den Unterschied schon immer sehr stark, ne? In jedem Grafikschritt. Und ich habe hier meine, ja, meine 40 FPS, ne? Also das könnte man schon auf hoch spielen. Das ist schon nicht schlecht, so. Damit herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute in diesem Video The Witcher 3, der Next Gen Patch, insbesondere hier im Fall mit dem Steam Deck. Ich capture das Ganze hier direkt vom Steam Deck, also ich habe hier das Overlay, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, aber um eben die genauen Unterschiede zu sehen, filme ich mein Steam Deck nicht ab, sondern capture das Ganze. Hat Vor- und Nachteile, dadurch seht ihr das Bild halt direkt. Dafür muss ich leider mit der Auflösung klarkommen, die mein Ausgabegerät hier abgibt. Also es ist nicht die native Steam Deck Auflösung von 1280 x 800, glaube ich, sondern 1280 x 720, also HD. Ich könnte das Ganze natürlich noch höher treiben auf Full HD, aber ich möchte das eben so realistisch wie möglich haben, und diese paar Pixel, die dann fehlen, die werden schon nicht so schlimm sein. Ich zeige euch das Ganze hier bei Grafik, Anzeige, allgemein. Nope, Anzeige hier. 1280 x 720, genau, und Steam Deck Auflösung wären 1280 x 800. Also die 80 Pixel werden wir schon irgendwie verschmerzen können. Leider kann ich hier auch nicht mit dem mit der Capture Card hier die Einstellung hier vornehmen, wo ich dann die Bitrate, die Herzzahl hier einstellen kann. Das geht jetzt hier nicht. Aber normalerweise würde ich hier 40 Hertz bzw. 40 FPS bevorzugen. Das ist so ein relativ flüssiges Bild, gefällt mir so ganz gut und speichert sehr viel Ressourcen. So ein optimaler Sweet Spot meiner Meinung nach für Steam Deck. Aber ich belasse das jetzt mal auf 60 FPS und ihr könnt dann natürlich sehen, werden die 40 überhaupt erreicht oder eben nicht. Genau. Und eine Sache noch, das ist jetzt eine Vorab-Version des Next Gen Patches. Leider funktionierte das jetzt beim Steam Deck nicht mit DirectX 12, wo dann solche Features wie FSR 2.1 drin sein sollen und DLSS, aber das ist jetzt nicht relevant für Steam Deck, aber FSR 2.1 hätte ich gerne gesehen, habe ich jetzt hier in den Einstellungen nicht gefunden. Dafür gibt es eine extra Echse mit DirectX 12, das ist jetzt immer noch die DirectX 11 Variante, aber ich sehe schon zum Beispiel hier mit höchste Plus, es gibt hier schon die Einstellungsmöglichkeiten, die es dann sonst eben gegeben hätte. Und eben das ganze Rework und die Kamera, die neue, die wird hier vorhanden sein. Also ist es quasi nur so ein paar Special DirectX 12 Features, ist vielleicht gar nicht so relevant. Aber wenn das nachgepatcht wird, beziehungsweise das funktioniert dann mit dem Steam Deck, dann werde ich euch das Ganze zeigen. Vielleicht zeige ich das Spiel auch einfach nur noch mal an meinem PC. Ich denke aber für euch ist das, wenn ich euch das zeige, auf dem Steam Deck interessanter. Genau. Legen wir da mal los. Ich habe hier die Option, die zeige ich euch. Ein paar Sachen dazugekommen. Steuerungseinstellungen sind, glaube ich, normal. Ich wollte gerne gucken, wo es hier... Aber ist sowieso alles Stereo hier. Steuerungsschema. Nee. Ich wollte die Einstellung sehen, wo man die neue Kamera ändern kann. Kameradistanz. Ich glaube, das hier ist das, oder? Kameradistanz, Erkundung, Nah- und Standard. Ich glaube, das ist diese neue Kameraeinstellung. Und die lassen wir natürlich drinnen. Der Rest interessiert mich jetzt erstmal gerade nicht, aber wir gucken uns jetzt mal hier die Grafikeinstellung an. Anzeige ist ja quasi nur das HUD. Spielanzeige skalieren, ja, alles in Ordnung. Maximum. Allgemein, da geht's los. Also, wir fangen an mit niedrig. Und hier oben wird gar nichts verstellt, sondern nur hier die ganzen Einstellungen unten. Auch der niedrige Detailgrad sollte jetzt mit dem neuen Patch
durchaus besser aussehen. Wir gucken mal. Ich habe jetzt keinen Direktvergleich, aber vielleicht könnt ihr mir dann in den Kommentaren sagen, ob ihr da Unterschiede wahrnehmt. Kantenglättung und Scharfzeichnen. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Das wurde jetzt nicht geändert. Ich mache das mal auf niedrig. Wir können jetzt nachher mal on the fly ändern, ob das große Unterschiede macht. Aber Ressourcen wollen wir natürlich sparen. Weichzeichnen mag ich nicht so. Bewegungsunschärfe finde ich auch immer relativ nervig. Blooming, mal gucken. Schärfentiefe mag ich schon ganz gern. Lichtstrahlen, Kameralinseneffekt. Ja, den Rest lassen wir mal. Ist natürlich hier Gusto, ob es einem gefällt. So, bei Anzeige haben wir V-Sync an, eben damit ich nicht über die 60 Bilder pro Sekunde komme. Lohnt sich einfach nicht, kostet auch nur Ressourcen. Ich würde, wie gesagt, hier bei den Einstellungen Bildratenbeschränkung und da eben kann man auch die Bildschirmfrequenz ändern und ich würde die auf 40 einstellen und dann auch eben die Bildrate auf 40 beschränken. Das ist so, finde ich, ein gutes Optimum. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu machen. Und dann hier könnt ihr natürlich keine 40 FPS einstellen, deswegen würde ich V-Sync machen und dann unbegrenzte Bilder pro Sekunde. Dann stellt er sich automatisch auf 40 ein, eben durch den V-Sync. So, dann können wir auch eigentlich schon mal reingehen. Ne? Ich bin jetzt relativ am Anfang des Spiels, habe das Tutorial aber übersprungen. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Zeit relativ gut, finde ich, für Steam Deck. Und wie ihr hier sehen könnt, auf niedrig, ja, läuft das Ganze hier auch schon gut in, ja, nicht ganz 60 Frames pro Sekunde, aber hier 55 werden durchschnittlich erreicht, oder? Und was ich sehr gut finde, man sieht es halt direkt, die neue Kameraperspektive finde ich richtig gut. Gerade für Steam Deck, da war das vorher schon ein bisschen weiter weg. Jetzt haben wir Geralt hier so seitlich, so ein bisschen wie im ersten Teil. Wer das Ganze gespielt hat, da war das Besondere, dass Geralt hier so links zu sehen ist. Und das finde ich jetzt für Steam Deck optimal, weil es schon alles ein bisschen klein war. Und so gefällt mir das ganz gut, ehrlich gesagt. Also wir gehen mal zu Plötze und schwingen drauf. Auf niedrig sieht schon alles ein bisschen matschiger aus. Wie gesagt, fällt mir schwer, jetzt den direkten Vergleich zu sehen, ob sich das jetzt schon geändert hat. Aber wir probieren gleich einfach mal den mittleren aus. Ab hoch wird es dann schwierig, da müssen wir gucken, ob wir überhaupt die 30 FPS erreichen. Ich werde es, wie gesagt, nochmal nachtragen, wenn es so FSR 2.1 dann gibt. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier und auch noch bei der... Ja, auch hier beim Reiten. Na, da geht es schon unter 50 FPS. Aber wir bleiben. Ah, gut, hier springt er nochmal richtig runter auf 30. Habt ihr das gesehen? Ich habe vorher das Ganze tatsächlich gut mit 40, flüssigen 40, mit ganz, ganz seltenen Unterbrechungen spielen können. Aber so für ein AAA-Game auf dem Steam Deck ist es natürlich ein bildhübsches Spiel. Kommt mir auch alles ein bisschen farbenfroher vor, Schatten und so weiter. Schwer zu sagen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da einen riesigen Unterschied wahrnehmt oder eben nicht. Ich schalte mal diese ganzen Sachen hier ab. Hier Kantenglättung. Guck mal, Scharfzeichen ist doch jetzt noch hoch geblieben, ne? Tja. Machen wir niedrig und... Sicher? Okay, gut, man sieht, das flimmert dann doch ganz schön. Aber welche von beiden Einstellungen war hier ausschlaggebend? Nein. Ich glaube, die Kantenglättung, ne? Das macht schon einen Unterschied aus, ne? Das Gras da auf dem Wegesrand hinten, das war schon ein bisschen am Krisseln.
gucken wir mal, ob das Scharfzeichnen einen Unterschied macht. Doch wieder auf hoch. Warum macht er das? Ist das automatisch? Ich mach das mal aus. Gucken, was passiert. Sehe ich jetzt gar keinen so großen Unterschied, oder? Das ist eher fürs Hochskalieren vielleicht. Aber ich glaube, das hat jetzt auch keinen signifikanten Unterschied gemacht, ne? Also, wir erreichen jetzt auch keine stärkeren Frames. So ist gut. Ja, okay. Ich werde definitiv nochmal FSR 2.1 ausprobieren. Das könnte nochmal einen riesigen Unterschied machen. Aber soweit, so gut. Dann testen wir mal die nächste Option. Das Steam Deck wird übrigens relativ laut hier. Ich könnte natürlich das die TDP hier einstellen und gucken, wo der Sweet Spot ist, ob der wirklich überhaupt so viel braucht. Hier, die TDP könnte ich jetzt runterstellen, aber ich lasse es mal auf Maximum, weil wir wollen ja einen Grafikvergleich haben. Also 30 FPS werden auf jeden Fall erreicht bisher. Das ist ja wohl das Mindeste. Und ich meine, 60 Hertz zu erreichen, das ist ein bisschen zu viel verlangt, oder? So, das finde ich auf jeden Fall wichtig. Das lassen wir. Jetzt sind wir hier bei Scharfzeichnen auf niedrig. Habe ich das nicht ausgestellt eben? Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das komisch. So, hier unten, genau, hat er jetzt alles. Nvidia Hairworks natürlich immer aus. Das bringt gar nichts, glaube ich, auf dem Steam Deck. Aber hier haben wir jetzt die Qualität mal alles auf Mittel. Und gucken uns mal den Unterschied an. Also, ich finde schon, es macht einen Unterschied hier im Detailgrad des Bodens und so weiter. Flora und Fauna sind schon ein bisschen erhöht. Sichtweite ist auch ein bisschen besser. Aber die Frage ist natürlich, ob das Ganze hier immer noch flüssig läuft. Nicht wahr? So, also ich laufe hier durch die Gegend. Es springt manchmal ein bisschen. So könnten natürlich auch Nachladeruckler sein oder so. Das Steam Deck arbeitet ja viel mit vorproduzierten oder vorbereiteten Shadern, damit eben so Nachladesachen nicht passieren. Aber das war jetzt nur eben ein kleiner Sprung auf 30 FPS. Aber ansonsten haben wir hier immer noch konstante 50 FPS, würde ich sagen, ne? Manchmal sogar 60. Also das ist schon nicht schlecht. Kann ich hier auch mal runter und dann ein bisschen kämpfen. Komm jetzt. Die Könige mögen zwar kämpfen. Steck das Schwert weg, Radgern! Steck das Schwert weg. Bloide Pest. Ich hab dich gewarnt. Ja. Habe ich jetzt überhaupt meinen... Verlieren wir die Nerven. Also das mit der Kamerasicht ist natürlich... Ups, das ging schnell. Ja, ich bin auch noch vom Kampf vorher mit dem Greifen ein bisschen geschwächt gewesen. Okay. Komm, steh auf, Geralt. Du hast Geld verloren. Macht nichts. Ist ja alles nur zum Testen. So. Also ich finde schon, das spielt sich super und sieht auch super aus. Also ich glaube, auf Mittel würde ich es auch tatsächlich am ehesten spielen. Und man sieht natürlich auch viel von Geralt hier immer in seiner Rüstung. Und also Geralt sieht super aus, oder? Für so ein kleines Steam Deck. Und das ist natürlich hier vergrößert auf dem Display. Ich nehme in 1080p auf. Auf dem Steam Deck selbst sieht das natürlich nochmal viel besser aus. Und da habt ihr nochmal die 80 FPS zusätzlich. Ja, FPS sag ich schon. Die 80 Pixel. Aber da erhöht sich ja quasi nur der Bildausschnitt. So ein bisschen. Weniger schwarze Ränder oben und unten. Okay, gut, dann testen wir mal den nächsten Schritt.
Gehen wir mal auf hoch. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Natürlich kann man viele Sachen dazwischen einstellen. Gerade eben hier unten könnte man natürlich... guck mal, das mache ich zum Beispiel trotzdem aus. Das lohnt sich, glaube ich, nicht unbedingt. Aber alle anderen Sachen mache ich auch hoch jetzt. Man könnte natürlich einzelne Sachen wie den Detailgrad oder die Sichtweite von... oder Anzahl Hintergrundcharakteren könnte man natürlich einzeln runterstellen, um da so einen schönen Sweet Spot zu erreichen, um konstante 40 FPS zu haben. So, das macht schon mal... Also ich sehe den Unterschied schon immer sehr stark, ne? In jedem Grafikschritt. Und ich habe hier meine 40 FPS, ne? Also das könnte man schon auf hoch spielen. Das ist schon nicht schlecht. So, gucken wir mal das hier. Hier rufen wir Plötze nochmal. Hat die Alte eigentlich die Wäsche abgenommen? Schon nicht schlecht. Also, wie gesagt, wenn FSR 2.1 noch irgendeine Kleinigkeit ändern könnte, dann könnte man das wahrscheinlich sogar auf Epic oder wie auch immer spielen. Zwar einmal kurz auf 39. Ich kann natürlich hier die Sichtbarkeit von mehr Parametern hier einstellen. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. So. Boom. GPU ist hier auf Volllast. Jetzt ist Nacht, okay. Gamescope. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall spielbar. Also ich kann ja mal einfach auf 30 FPS stellen. Ich meine, so läuft es ja auch auf der PS4. Ich glaube, da habt ihr eh keine 60 FPS, aber hier auf hoch konstante 30 Frames. Es ist Nacht, es regnet. Hier haben wir so ein bisschen Lagerfeuer-Action. Hier ist nur eine Fackel. Aber eben ganz viele Eindrücke von der Welt. Und das Ganze läuft sehr flüssig. Kann echt nicht meckern. Bin mir jetzt, wie gesagt, gar nicht so sicher, ob das einen riesen Unterschied gemacht hat. Mir kommt es rein subjektiv so vor, als wenn es schöner ist insgesamt. Also auf dem Steam Deck. Ich habe das immer so auf Mittel gespielt. Und jetzt kann ich auf Hoch spielen, 30 FPS. Und wenn FSR 2.1 noch irgendeinen Unterschied macht, dann wäre das auf jeden Fall meine favorisierte Wahl. Und vor allen Dingen natürlich, für mich am wichtigsten ist diese neue Kameraeinstellung. Weil das davor einfach, ich kann das ja einfach mal umstellen. Machen wir mal das Overlay wieder ein bisschen kleiner. Stört ein bisschen. So. Wo war das Ganze? Zeige. Das jetzt. Jetzt muss ich suchen. War das nicht hier? Oder war das unter Steuerung? Spiel, glaube ich. Genau, Kameradistanz. So, ich glaube, das war das. Gar nichts geändert, oder? Ah, ich glaube, ich habe zu Pferd nicht geändert. So, lass mich doch mal absteigen. Genau, das ist die Standardsicht. Ne? Viel weiter weg, hinter einem. Kann man natürlich auch so spielen. Gerade bei einem kleinen Display finde ich es nicht schlecht, wenn man ein bisschen näher an Geralt dran ist. Dann sieht man auch ein bisschen besser, was vor einem passiert. Ich glaube, das war auch die größte Kritik, wenn du jetzt hier kämpfst. Du weißt nicht,
ich hab die Allein Sachen gegen da. viele hat selbst ein Vedimin keine Chance. Lass mich in Ruhe. Aber wenn ich jetzt hier kämpfe, sehe ich natürlich den Gegner vor mir eher nicht, weil Geralt ihn verdeckt. Aber mit der neuen Kamera-Einstellung Kameradistanz beim Reiten nicht verändert, genau. Aber das zum Beispiel könnte man natürlich machen auf Fern, da sieht man so ein bisschen besser oder erkunden und dann kann man das einzeln einstellen, das finde ich schon ganz cool. Vielleicht, ja, Erkundung machen wir vielleicht auf Standard, genauso wie Reiten, aber den Kampf dann eben auf nah. So, mal gucken. Ich bin jetzt nicht im Kampf, aber zack, ein Hieb und dann ist die Kamera so ein bisschen näher und ein bisschen versetzt. Das ist schon... Steck das Schwert weg. Allein gegen viele hat selbst ein Vedimin keine Chance. Boloide Pest. Ich hab dich gewarnt. Das ist schon ganz cool, oder? Was sagt ihr dazu? Fünfer. Gar keine Chance. Ich wollte das richtige Schwert. Boah. Easy. Das schafft man doch. Kann ja auch ein paar Zauber wirken. Gar kein. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Verdammt. Okay. Ja, Nacht ist ein bisschen blöd, aber hier, guck mal, die Fernsicht da hinten. Rauch zu sehen, die einzelnen Gebäude. Also echt hübsch. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Ich belasse das jetzt auch mal auf 30 FPS, weil ich glaube, da werden wir eh kein besseres Bild erreichen. Aber wir machen mal auf höchste. Na komm. So, höchste. Erreichen wir da noch die... Ah, guck mal, jetzt lädt er auch schon extrem nach Scheint in alles. diesem Land eigentlich irgendwann Geralt hat auch plötzlich mal die keine Sonne? Haare mehr. Okay, man sieht den Unterschied. Also das läuft jetzt auf einmal gar nicht mehr. Genau, ja, wahrscheinlich hat Geralt keine Haare wegen Hairworks. Das meine ich, das funktioniert einfach nicht. Das nehme ich mal direkt wieder raus. Aber man sieht auch schon, das Spiel ist dann einfach nicht mehr spielbar. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Funktionen vielleicht bei sind, die das Ganze stören. Hairworks, das kann auf jeden Fall komplett weg. Ach, guck mal, ich glaube, das war das große Problem. Damit kann er nicht arbeiten. Aber vielleicht hier Screen Space Reflection, vielleicht kann man das auch mal ausstellen. So. Ah, okay, ganz andere Geschichte nochmal. Es läuft, oder? Flüssig. Bin nicht sicher, ob hier schon die ganzen HD-Texturen drin sind. Also auf mich sieht das Ganze natürlich jetzt hier auf dem Steam Deck super aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob das schon irgendwelche 4K-Texturen sind. Ich glaube, die würden jetzt bei höchste Plus oder wie das da eben hieß sein, aber man sieht hier schon ein bisschen mehr Flora und Fauna und dann droppen die Frames so ein bisschen unter 30 FPS. Was ist denn hier? Leuchtet so ihr Kopftuch. Aber könnte man spielen, also wer dem Grafik so wichtig ist, könnte natürlich hier auf 28 FPS spielen. Das Ganze wäre jetzt nicht meins, also ich will schon meine konstanten mindestens 30 FPS, besser noch 40 wie gesagt. Aber nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie die Meinungen da draußen sind zu dem Update, habe ich mich jetzt noch nicht zu erkundet. Es wird ja erst morgen released. Aber cool. So, wir machen noch einmal die höchste Einstellung, einfach um zu gucken. Grafik, allgemein. Hier Hairbox ausstellen, sonst krepiert er wieder. Zack. So, alles auf höchste Plus. Jetzt bin ich mal gespannt. Das macht viel die Auflösung, ne? Die Details alle hoch, aber es ist halt trotzdem nur HD.
Hat die Alte eigentlich die Wäsche Es sieht schon schön aus, aber jetzt hier wäre es für mich zum Beispiel nicht mehr spielbar, also mit 25 FPS eher nicht so. Und wer weiß, was da noch für Szenen kommen oder gegen Drachen zu kämpfen oder wie auch immer. Ich glaube, das wird dann nicht so gut funktionieren. Aber ich kann ja mal ausprobieren, ein paar Sachen einzeln einzustellen, so einen guten Sweet Spot zu finden. Die falsche. So. Machen wir mal auf hoch. Ich empfand das eigentlich schon als sehr gut. Hairworks schalten wir wieder aus. Müsst ihr echt darauf achten, ne? Immer Hairworks ausstellen. Sollte eigentlich beim Steam Deck schon automatisch sein, aber gut. Anzahl der Hintergrundcharaktere muss zum Beispiel gar nicht so hoch sein. Objektsichtweite fände ich cool. Texturqualität darf auch ein bisschen höher sein. Detailgrad von mir aus auch. Eine Geländequalität mag ich lieber. Also Texturqualität. Ja. Schatten kann für mich auch mittel sein. Auf dem Steam Deck sieht man das eh nicht so stark. So. Wasserqualität sieht für mich so auch Bombe aus. Machen wir mal Texturqualität. Grasdichte ist okay. So, jetzt habe ich hier so ein Mittelding. Mal gucken, wie das Ganze läuft. Sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Vor allem hier die Sichtweite der Objekte, die Häuser, die Bäume. Und wir haben konstante 30 Frames. Guckt euch das mal an. Hier die Texturen vom Haus. Ist schon alles gut, oder? Ich werde es auf jeden Fall noch auf dem PC testen. Da habe ich eine 3080 Ti. Mal gucken, ob ich da auch auf Maximum hier meine mindestens 60 FPS erreiche. Aber so ist das schon echt super auf dem Steam Deck. Also wer sich dafür interessiert hat, wie das Ganze aussieht auf dem Steam Deck, der darf mein Video gerne weiterempfehlen. Komm schon. Bin da echt begeistert von, muss ich sagen. Und wie gesagt, wenn da irgendwie sich noch was ändert oder ob es dann doch einen Unterschied zu einem finalen Release gibt, zum Beispiel durch DirectX 12, das ist ja, wird ja nicht nur FSR 2.1 verändern, sondern, weiß nicht, vielleicht ein paar Effekte oder so, die sonst nicht funktionieren. Hat ja schon seinen Grund, wofür es DirectX 12 gibt. Aber da bin ich auf jeden Fall vor allen Dingen an Fidelity FX Super Resolution interessiert, also FSR, vor allem 2.1. Ja, das war mein Video Ist verdammt heiß. zum Steam Deck und dem neuen Update, dem Next-Gen-Update. Dann muss man sich mal vor Augen führen, das ist hier ein Next-Gen-Update und wir haben das hier auf dem kleinen, aber feinen Steam Deck hier am Laufen und das Spiel sieht einfach super aus und läuft flüssig. Also ich bin wirklich begeistert. Vor allem Geralt finde ich super, aber wie gesagt, vor allen Dingen die neue Grafikeinstellung hier finde ich super cool. Gibt noch ein paar Updates, das Ganze ist umsonst, es kostet euch gar nichts, es ist einfach ein Next-Gen-Update. Echt kann man nichts anderes sagen. Wenn ihr dieses Video informativ fandet und euch Spaß gemacht habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze liked, meinen Kanal abonniert, da gibt es noch andere Sachen, meistens VR-Kram, aber mein Steam Deck soll auch nicht vernachlässigt werden. Ich habe auch einen PC, ich kann auch ein paar andere Sachen zeigen und daddeln, aber VR spielt hier schon eine größere Rolle. Aber auf jeden Fall ein Like dalassen, das Video teilen, Glocke abonnieren und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Okay, jetzt habe ich den Touch. Okay. Ja, ich berühre den Touch. Ja, sollte man vielleicht nicht machen. Eieiei. Aber guck mal, Grafiktest. Das ist, wenn ich das Touchfeld berühre, dann bleibe ich bei meinen 30 Frames. Ne? Kann man ja mal auch auf diese Art und Weise testen. Alles klar, bis dann. Ciao.